Oh, thank you for your willingness to be here with us. Danke für deine Bereitschaft, heute mit uns hier zu sein. That truly is my pleasure. Die Freude liegt ganz bei mir. Knowing I've begun to learn how important history is. Ich begann zu verstehen, wie bedeutsam Geschichte ist. I learned empathic listening from Eugene Genlin, who was a student of Carl Rogers. Ich habe das empathische Zuhören von Eugene Genlin gelernt, der ein Schüler von Carl Rogers war. And Marshall was also a student of Carl Rogers. Und Marshall war auch ein Schüler von Carl Rogers. And I've always been interested when anybody teaches empathic listening. Und ich war immer interessiert daran, wenn jemand empathisches Zuhören lehrt, Who their teachers were. wer deren Lehrer waren. And so far, I've been able to trace everyone back to Carl Rogers, Und bisher konnte ich jede Spur zurückverfolgen zu Carl Rogers, who was the developer of empathic listening in 1940. der Entwickler des empathischen Zuhörens war 1940. I don't know exactly why that's important to me, Ich weiß nicht genau, warum mir das wichtig ist, but I do like to know the history. aber ich mag es, die Geschichte zu kennen. And I like people, in some way it's important for me, for people also to know the history of nonviolent communication. Und irgendwie ist es mir auch wichtig, dass die Menschen die Geschichte der GfK kennen. I've written about it a little bit here and there. Ich habe hin und wieder etwas darüber geschrieben. Not the history, but what I know about it. Nicht die Geschichte, aber das, was ich weiß darüber. So I'm delighted to have this opportunity to say to an audience what I know about the history. Und ich bin jetzt sehr erfreut, dieses Wissen, was ich habe über die Geschichte, mit einem Publikum teilen zu können. So I'll go directly to my history with Marshall Rosenberg and nonviolent communication. Ich gehe jetzt direkt zu meiner Geschichte mit Marshall Rosenberg und der gewaltfreien Kommunikation. I find, as I did in the workshop today, and I'm sure we will tomorrow too, that everyone has a important personal experience that brings them to NVC. Ich glaube, und das wurde mir auch in diesem Workshop bestätigt und bestimmt auch morgen, dass jeder ein besonderes persönliches Erlebnis hat, das ihn zur GfK gebracht hat. And that was true for me too. Und das war auch bei mir so. So I do think that I want to tell you that story and then go into my association with Marshall. Und ich glaube, ich würde euch gerne diese Geschichte erzählen und dann auf meine Assoziation mit Marshall zu sprechen kommen. It probably isn't that unusual. Wahrscheinlich ist es nicht so ungewöhnlich. I was studying to be a psychotherapist, Ich studierte, um Psychotherapeut zu werden. and as a part of the process, I was in an all-day therapy group. I was in an all-day group therapy. Und als Teil dieser Studien war ich Teil einer Ganztages-Gruppentherapiegruppe And with Eugene Genlin as the leader. mit Eugene Genlin als Leitung. We began the group, and each person spoke, going around the group, Wir begannen die Gruppe und jede Person sprach der Reihe nach saying what they were there for. und teilten, warum sie da waren. So each person, of course, given that it's group therapy, said something very revealing and very vulnerable. Und jede Person, natürlich, weil es eine Gruppentherapie war, sagte etwas sehr, sehr Verletzliches und Enthüllendes über sich. And I found myself, as we went around the group, starting on the right, and I was way around toward the left, I found myself getting very angry at one person in the group. Und wir begannen auf der
linken Seite und ich saß sehr weit auf der rechten Seite. Und je weiter es fortschritt, desto mehr bemerkte ich, dass ich eine große Wut hatte auf eine Person im Raum. It was a woman. Es war eine Frau. To my knowledge, she did not remind me of my mother. Soweit ich sagen kann, hat sie mich nicht an meine Mutter erinnert. I had never met her before. Ich hatte sie noch nie vorher getroffen. She was not the leader of the group. Sie war nicht die Gruppenleitung. She was one of the first people who spoke. Sie war eine der ersten, die sprachen. And as we went around, as each person said what they were there for, Und während wir rumgingen und jede Person sagte, warum sie dort war, revealing something vulnerable, und enthüllte etwas Verletzliches, 100% of the time, she commented on what each person said. und 100% der Zeit ließ sie Kommentare ab über das, was die anderen Leute geteilt hatten. And her comments were like this. Und ihre Kommentare waren wie folgt. Well, I don't see why that's such a big deal. Naja, ich verstehe nicht, warum das so ein großes Ding sein soll. After all, if you just looked at it like, Naja, wenn du es nur mal so betrachtest, in a way that I heard very pejorative and a put down for everyone there. und auf eine Art, in der ich hörte, dass sie jeden so runtermachte. Very judgmental of Sehr- what people were saying. Sehr urteilend darüber, was die anderen sagten. And I got angrier and angrier as we went around the group. Und ich wurde immer wütender, während die Runde fortschritt. So when it came to me, Als ich an der Reihe war, I really didn't know what to say. wusste ich wirklich nicht, was ich sagen sollte. I was in a bind, In a what? dilemma. Ich war in einem Dilemma. How do I say my discomfort to her Wie drücke ich mein Unwohlsein, mein Unbehagen ihr gegenüber aus, without doing to her what I thought she was doing to everyone else? ohne mit ihr das Gleiche zu machen, von dem ich dachte, dass sie es mit den anderen machte. There's some humor in this, Da ist ein Humor, da steckt ein Humor drin. not only was that unacceptable to me, Das war nicht nur unakzeptabel für mich, but I can imagine if I did say what my thinking was, aber ich kann mir auch vorstellen, dass hätte ich ausgedrückt, was meine Gedanken waren. well, lady, you're about the most judgmental person I've ever met. Also, Lady, ich glaube, du bist die wohl urteilendste Person, die mir je begegnet ist. The humor is, I can imagine Das Humorvolle daran ist, ich kann mir vorstellen, that Irmtraub sitting on my left dass Irmtraut, die an meiner Linken sitzt, would say to me, zu mir sagen würde, well, Alan, aren't you judging her for judging you? sag mal, Alan, verurteilst du sie nicht jetzt dafür, dass sie dich verurteilt? And the person next saying to Irmtraud, Und die nächste Person wiederum würde zu Irmtraut sagen, but Irmtraud, that's your judging Alan for judging her. aber Irmtraut, jetzt verurteilst du ihn dafür, dass er sie verurteilt. Because judgments beget judgments, give birth to judgments. Weil Urteile wiederum Urteile hervorbringen. And that sent me looking for who knew what to do about this. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich mich umschaute, wer weiß, wie man damit umgehen kann. And it was out of that I found my way to Marshall. Und daraufhin fand ich meinen Weg zu Marshall. He was and still is among the very few practitioners, theoreticians who know how to speak about discomfort without blame and without judgment.
Er war und ist einer der wenigen Praktiker und Theoretiker, die wissen, wie man über eine unangenehme Situation spricht, ohne Schuld zuzuschieben und ohne Urteile auszudrücken. So, I met Marshall in December, Christmas time of 1972. Ich traf Marshall in der Weihnachtszeit 1972. When the woman I was dating at the time, Als die Frau, mit der ich zu der Zeit ausging, we were both in San Diego, wir waren beide in Santiago, California, in Kalifornien, and Marshall lived in St. Louis, Missouri. und Marshall lebte in St. Louis in Missouri. We're traveling back to the Midwest, where each of us are from, Und wir reisten zusammen zum Mittleren Westen, wo wir beide herkamen, for Christmas time. für die Weihnachtszeit. And the woman that I was dating, before she went to California, Und had diese Frau, bevor sie nach Kalifornien kam, been a client of Marshall's war eine Klientin gewesen von Marshall. with a previous boyfriend. Mit einem davorigen Freund. So I had heard of Marshall, Also hatte ich von Marshall gehört. but it was because of her connection that I actually met him. Aber durch ihre Verbindung traf ich ihn dann. She called him up, and he was much more interested in meeting with her than he was in meeting with me. Also sie rief ihn an und er war wesentlich mehr daran interessiert, sie zu treffen, als mich zu treffen. He was not married at the time. Er war nicht verheiratet. So that was my first meeting. Das war meine erste Begegnung. And 3 months later, I traveled from Chicago to St. Louis for my first workshop with him. Und 3 Monate später reiste ich von Chicago nach St. Louis, um meinen ersten Workshop mit ihm zu machen. Now, you may know, nonviolent communication has gone through a lot of development. Ihr wisst bestimmt alle, dass die gewaltfreie Kommunikation durch eine sehr lange Entwicklung gegangen ist. The name of the workshop was Responsible Thinking and Communicating. Der Name des Workshops war Verantwortliches Denken und Kommunizieren. That was the first name of nonviolent communication. Das war der erste Name der gewaltfreien Kommunikation. Another name a little bit later than that Etwas später war ein anderer Name. was How to Communicate to Get What You Want. Wie kommunizierst du, um das zu kriegen, was du willst? For reasons you won't be sorry about later. Für Gründe, die du später nicht bereuen wirst. And another name a little bit later Und noch ein bisschen später war ein anderer Name. was Nonviolent Persuasion. Überzeugung? War gewaltfreie Überzeugung. Gewaltfreies Überzeugen. When people would organize workshops for Marshall, they would really make up a name for it because there was really no set name at that time. Also wenn Leute damals einen Workshop für ihn organisiert haben, dann haben sie sich einfach einen Namen überlegt, weil es gab keinen Titel damals für diese Arbeit. The first manual, Responsible Thinking and Communicating, The first manual was Responsible Thinking and Das Communicating, erste Handbuch, was es gab, hieß Verantwortliches Denken und Kommunizieren. has 8 or 10 or 12 steps. Es hatte 8 oder 10 oder 12 Schritte. It's only much later, not much later, it's only a few years later that it was reduced to 4 steps. Es passierte erst ein paar Jahre später, dass es auf 4 Schritte reduziert wurde. One of the first, so after that first workshop, I then invited Marshall to come to Chicago to a community group. Etwas später lud ich Marshall ein für einen Workshop in Chicago. Yeah, Für changes, but eine Gemeinschaftsgruppe. I was trying to describe what changes is. Die Gruppe Changes.
Und ich Social action. Well, it was like an alternate therapeutic community where anyone in distress was welcome to come and learn listening. Es war so eine therapeutische Gemeinschaft, wo jeder, der in Problemen war, hinkommen konnte und es wurde ihm zugehört. Come to Changes was the name of the organization. Der Name dieser Organisation war Changes, also Wandlung. And then I organized a workshop for him that was just a private workshop. Und ich organisierte dann einen privaten Workshop für ihn mit dieser Gruppe. Because Changes just met weekly for 2 hours. Weil Changes traf sich nur jede Woche für 2 Stunden. So we held the workshop. There were 20 people who came in the house that I was living in at the time. Also 20 Menschen kamen zu diesem Workshop in das Haus, in dem ich in dieser Zeit lebte. And at that time there were still 5 steps. Und zu dieser Zeit gab es noch 5 Schritte. The 5th step, assuming that you all know about nonviolent Ich communication, nehme an, ihr kennt alle die 4 Schritte der gewaltfreien Kommunikation. was after making the request, which at that point was called once, Und der 5. Schritt war nach der Bitte, die zu dieser Zeit Wunsch oder Wollen hieß. the 5th step was, what do you want the other person's reason to be for doing what you want them to do? Der 5. Schritt hieß, was möchtest du, dass die Gründe sind, aus denen heraus die andere Person das tut, was du möchtest, dass sie tut? Which then collapsed into, are you willing to? Und das Ganze fiel dann zusammen in, wärst du bereit? And eliminated as a 5th step. Und der 5. Schritt wurde gelöscht. In the same way, in a similar way, the 3rd step has gone through quite a transition. Und sehr ähnlich war es mit dem 3. Schritt, der durch einen großen Wandel ging, As far as the model of the 4 steps are concerned. also bezogen auf das Modell der 4 Schritte. The 3rd step, I remember some of them. I don't remember the exact sequence over the years. Also beim 3. Schritt erinnere ich noch einige davon, aber ich erinnere nicht mehr die genaue Reihenfolge, in der sie kamen. The 3rd step was called the because I clause. Der 3. Schritt war der because I clause, like I... Because I think, because I want, because weil I... ich Klausel, Also weil ich und dann sozusagen... weil ich denke, weil ich... Also weil ich... And then that transformed so that that step was called taking responsibility. Und dieser Schritt hieß Verantwortung übernehmen. And whatever it was that followed the because I was your taking responsibility. Und was auch immer folgte nach dem weil ich, bedeutete, dass du Verantwortung oder dass ich Verantwortung übernehme. Which could also include your judgments. Und das konnte auch die Urteile mit einschließen. And then that transformed into because at one point it was because I value. Und das wandelte sich dann hin zu, einmal war es, weil ich schätze, Because I thought, weil ich dachte, because I wanted. weil ich wollte. So and this is about 2 years apart, he would get a brilliant insight. Und das war so 2 Jahre versetzt. Er hatte auf einmal einen brillanten Einfall. And when I would talk to him, whenever that was, he would say, I've got it. Und wann immer ich dann mit ihm rede, dann sagt er, jetzt habe ich's. And there would be a change of 2 words. Und da war dann ein Wandel von 2 Worten, eine Veränderung in 2 Worten. In some part of it, maybe the 3rd clause, but in some part of it. In irgendeinem Teil dessen, vielleicht in dem 3. Schritt. That he would then say, this does it. This says exactly what it is. Dass er dann sagen würde, das ist es, das drückt es wirklich aus. And it wasn't until about 1990 Und es war nicht
vor 1990, that he came upon the concept of needs. dass er mit dem Konzept der Bedürfnisse, dass dieses Konzept aufkam. So that's just a little bit of the involvement of nonviolent Das communication. ist ein bisschen was über die Entwicklung der gewaltfreien Kommunikation. The purpose of it, which now is oftentimes mostly said to be to make connection with another person, Die Absicht, von der wir heute oft sagen, das ist die Verbindung herzustellen mit einer anderen Person, was not a part of it at the beginning. das war am Anfang noch kein Teil davon. The emphasis was entirely upon addressing your own experience and speaking in this manner. Es ging wirklich vor allem darum, die eigene Erfahrung anzuschauen und in dieser Haltung, in dieser Art zu sprechen. As well as empathy, that really didn't change. Und auch natürlich Empathie, das hat sich nicht geändert. So that's just a little bit about the evolvement of the model itself. Also, das war ein bisschen was über die Entwicklung dieses Modells selbst. When I invited Marshall to come to Chicago, Als ich Marshall einlud nach Chicago, he was, and I became close to him over about 15 years' time. und im Laufe von ungefähr 15 Jahren kam ich ihm sehr nah. Partly because I was organizing workshops for him for about 12 years. Teilweise, weil ich für ungefähr 12 Jahre lang Workshops für ihn organisierte. And he would stay with me during that time. Und er hatte dann bei mir gewohnt in der Zeit. And I valued that because when he would stay with me, then I had this very personal connection with him. Und das schätzte ich wirklich, denn wenn er bei mir wohnte, dann hatte ich diese ganz nahe Verbindung mit ihm. Such that when later on, when I would take vacations, I would go to his house. Und das ging so weit, dass später, wenn ich in die Ferien fuhr, dann hatte ich ihn besucht in seinem Haus. Where he first lived in St. Louis, Wo er zuerst lebte in St. Louis and then Brown something, Texas. und dann in Brown irgendwas, Texas. I don't remember the name. Ich erinnere mich nicht mehr genau an den Namen. And then Sherman, Texas. Und dann Sherman in Texas. And that was before he divorced from his second wife and moved to Switzerland. Und das war bevor er sich von seiner zweiten Frau scheiden ließ und in die Schweiz zog. When I first met him, he lived in a very small apartment and office in a suburb of St. Louis. In an Office? Apartment and office. Also als ich ihn kennenlernte, lebte er in einer sehr kleinen Wohnung und Büro in St. Louis, outside, in a suburb of St. Louis. einem Vorort von St. Louis. Very modest. Sehr bescheiden. Ja. Sehr bescheiden. He had, I learned a lot about his personal history through when I had contact with him. Durch meinen Kontakt mit ihm lernte ich sehr viel kennen über seine persönliche Geschichte. And I found out that when he got out of graduate school, Und ich fand heraus, dass als er mit der Schule fertig war, from the University of Wisconsin, mit der Universität in Wisconsin, nach die er ging, he was offered a position at a partnership in St. Louis wurde ihm eine Stelle angeboten und eine Partnerschaft in St. Louis with a company that did organizational consulting. mit einer Organisation, mit einer Firma, die Organisationsberatung anbot. And Marshall was the clinical psychologist who had a private practice in clinical psychology as a part of the organization. Und Marshall war eben klinischer Psychotherapeut mit einer privaten Praxis als Teil dieser Firma. And Marshall said that at one point he had the largest clinical psychology practice of anyone in the United States. Und Marshall sagte mir mal, dass er zu einer bestimmten Zeit die größte
klinische Psychotherapiepraxis hatte der ganzen Vereinigten Staaten. He had the largest Er hatte die größte clinical psychology practice of anyone in the United States. klinische Psychotherapiepraxis in den Vereinigten Staaten. So he had a lot of money. Also er hatte viel Geld. And slowly he became aware of the limitations of a private practice. Und langsam wurde ihm bewusst, wurden ihm die Begrenzungen einer privaten Praxis bewusst. And started to pull out of that practice. Und er begann sich aus dieser Praxis zurückzuziehen. I think it coincided with somehow, and I don't know exactly how, he got a contract with the federal government to mediate school desegregation disputes in the United States, in the southern United States. Okay, this I need again. Also, so somehow it coincided. Genau, ich weiß nicht genau wie, aber irgendwie fiel es zusammen damit, dass ihm angeboten wurde. He was offered. He was offered, under a federal grant, a United States federal grant, Also von Geldern der Vereinigten Staaten. he mediated school desegregation disputes. Can someone help me? Da hat er eine Mediation gemacht in Schulen, wo es um Rassentrennungsprobleme ging. Okay. In the southern United States. In den Südstaaten. Because in 1954, for those of you who don't know US history, and I don't expect that you would, Für die von euch, die sich nicht so gut in der US-Geschichte auskennen, und ich erwarte auch nicht, dass ihr das kennt, in 1954 the Supreme Court of the United States ordered schools to be desegregated racially. wurde vom Gericht angeordnet, dass die Rassentrennung in den Schulen aufgehoben wurde. Prior to that, African Americans, blacks, Negroes, as they were called at that time, had one school and whites had another school. Also bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Afroamerikaner, die Schwarzen oder wie sie damals genannt wurden, die Neger, eine separate Schule. Most prevalent in the southern United States. Vor allem in den südlichen Staaten. And the Supreme Court of the United States ordered that schools desegregate, that is, that they integrate. Und das Supreme Court, der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hatte dann angeordnet, dass diese Trennung aufgehoben wurde. Marshall, and I don't know how he got that contract or that grant, Ich weiß nicht mehr, wie er diese Förderung bekam oder diesen Vertrag. started mediating those disputes, which were very violent, deadly disputes in communities. Und er begann dann zu mediieren, diese Dispute, die teilweise sehr gewaltvoll ausfielen, To integrate. They were disputes about integrating. also diese Dispute, wo es um die Integration ging. So there would no longer be separate schools. Denn es gab dann keine getrennten Schulen mehr. What years was that? In the late 1960s So, das war in den späten 60er Jahren, is when that work took place. als diese Arbeit For 2 or 3 years, 2 oder 3 Jahre lang with a friend, a person who became his best friend, mit einer Person, die sein bester Freund wurde, Al Chappelle. Al Chappelle. I never met Al Chappelle. Ich habe ihn nie getroffen. Al Chappelle was the number 2 person in a gang in St. Louis. Al Chappelle war der zweitoberste Person in einer Gang in St. Louis. And Marshall, at some point, made overtures to
to work in a community that the gang controlled. Und Marshall hat dann mal in einer Gegend gearbeitet, die von dieser Gang kontrolliert wurde. And met with one of the community organizers to offer his services. Und er hat sich mit einem von den Organisatoren der Gemeinde getroffen und seine Dienste angeboten. And Al Chappelle, who was part of the gang that controlled this area, Und Al Chappelle, der Teil dieser Gang war, die Gegend kontrollierte, came into the meeting and sat down. und er kam in dieses Treffen und setzte sich. And wanted to listen to who this outsider was who was coming into their territory. Und er wollte wissen, wer dieser Outsider, dieser Außenseiter war, der da in dieses Territorium kam. And quickly said to Marshall, Und ziemlich bald sagte er zu Marshall, Whitey, we don't need you here. hey Weißer, wir brauchen dich hier nicht. We need your money. Wir brauchen dein Geld. Give us your money if you want to help us. Gib uns dein Geld, wenn du uns helfen willst. And Marshall began arguing with Al Chappelle, Und Marshall begann zu streiten mit Al Chappelle, defending himself. sich zu verteidigen. And at some point, he stopped arguing Und irgendwann hörte er auf zu streiten and he empathized with what Al Chappelle was saying. und gab Empathie für das, was Al Chappelle sagte. And Al Chappelle stopped talking Und Al Chappelle hörte auf zu reden and left. und ging. And the meeting went on. Und das Treffen setzte sich fort. Marshall left. Marshall ging. And out in the parking lot is Al Chappelle. Und draußen auf dem Parkplatz wartete Al Chappelle. And Marshall was frightened. Und Marshall hatte Angst. And Al Chappelle said, I can't remember the slang words, but it was something about, are these your wheels? Und Al Chappelle sagte etwas, ich kann mich nicht mehr genau an die Slang-Worte erinnern, aber er sagte irgendwas wie, sind das deine Räder? Meaning, is this your car? Also er meinte, ist das dein Auto? Give me a ride. Nimm mich mal mit. And then he said to Marshall, Und dann sagte er zu Marshall, what did you do to me in there? was hast du mit mir gemacht da drin? And there, on that basis, or on that first meeting, a very deep friendship formed. Und von dieser ersten Begegnung an formte sich eine tiefe Freundschaft. So that then Al Chappelle asked Marshall to come to his gang. The name of the gang is the Zulus. Und dann bat Al Chappelle Marshall, in seine Gang zu kommen. Und der Name der Gang war die Zulus. To teach whatever Marshall knew to the Zulus. Das, was Marshall wusste, den Zulus zu lehren. The Zulus were a gang that Die Zulus waren eine Gang, were trying to help the community by providing free breakfasts for children. die versuchte der Gemeinde zu helfen, And indem sie Frühstück umsonst anboten for the Für and Kinder. other services, für die Kinder und auch andere Dienste anbot. and funded it by selling drugs. Und sie finanzierten das, indem indem sie Drogen verkauften. It was a violent gang. Es war eine gewaltvolle Gang. But Al Chappelle saw that they would be much more effective Aber Al Chappelle hatte gesehen, dass sie sehr viel effektiver sein würden, if they knew the skills that Marshall wenn sie diese Fähigkeiten hatten, was teaching. die Marshall lehrte. So then Marshall formed a partnership with Al Chappelle to do the school desegregation. Also Marshall ging dann eine Partnerschaft ein mit Al Chappelle für diese Arbeit mit der Aufhebung der Rassentrennung. Marshall was called to testify before some committee in Washington, some legislative committee. Testify what?
Ja, also Marshall wurde, can you say it again? He was Yes, asked to he testify. was asked to testify, Er wurde gebeten zu bezeugen. and he brought Al Chappelle with him. He was asked to testify where, did you say? Before some committee of the national legislature. Vor einem Komitee der nationalen Legislatur. Und er brachte El Chappelle mit. And brought Al Chappelle with him. And Marshall said to Al, "I'll only go if you come with me." Und Marshall sagte zu Al, ich gehe da nur hin, wenn du mitkommst. Now, the last I knew about Al Chappelle, Das Letzte, was ich über El Chappelle weiß, he was now the director, the executive director of the St. Louis International Airport. war der Executive Director. The president, the chief, Er war der Boss vom National Airport, St. Louis International Airport. vom internationalen Flughafen in St. Louis. Yes, I can't remember the name of the airport. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Oh, Flughafen- Lindbergh, Charles Lindbergh Airport. Charles Lindbergh Flughafen. So, somewhere in there, with working with gangs and also with the desegregation mediation, Also irgendwo da in dieser Arbeit mit Gangs und in der Arbeit bei der Aufhebung der Rassentrennung, these skills that Marshall was understanding started to develop. haben sich diese Fähigkeiten, die Marshall anfing zu verstehen, entwickelt. So I say to everyone when I do workshops Wenn ich Workshops mache, dann sage ich immer, that nonviolent communication was born out of bitter and deadly conflict. dass die gewaltfreie Kommunikation aus einem sehr bitteren Konflikt geboren wurde. And still, nonviolent communication is taught, as you all know, is taught in deadly situations. Und immer noch wird die gewaltfreie Kommunikation in tödlichen Situationen angewendet. But almost everyone who comes to workshops that I do Aber fast alle, die zu meinen Workshops kommen, have never been in violent situations. waren noch nie in gewaltvollen Situationen. So that's part of the history of nonviolent Und communication. das ist Teil der Geschichte der gewaltfreien Kommunikation. And at some point, Marshall decided he didn't want to do a private practice anymore. He wanted to teach this thing that he was developing full-time. Und irgendwann entschied Marshall dann, dass er nicht mehr in seiner privaten Praxis arbeiten wollte, sondern er wollte dieses Wissen, was er da gerade entwickelte, weitergeben. This was in the around 1970. Das war so um 1970 rum. But it wasn't lucrative. In the divorce from his first wife, Während der Scheidung von seiner ersten Frau he gave all of his money to his wife gab er sein ganzes Geld seiner Frau, to take care of the children. die sich um die Kinder kümmerte. He had 3 children Er hatte 3 Kinder, who were still young. die noch klein waren. So, although he would offer workshops out of his office, Und obwohl er Workshops anbot außerhalb seines Büros, it wasn't enough to support him. das war nicht genug, um ihn zu finanzieren. People who would come to workshops then would do like I did, which was begin calling him, asking him to come to their city and to do a workshop there. Leute, die bei ihm Workshops besucht hatten, machten dann das Gleiche, das ich auch gemacht hatte. Sie riefen ihn an und luden ihn ein in ihre Stadt. And that too was insufficient money to support himself, Aber das war auch nicht genug Geld, um ihn zu finanzieren. because it was all among social activists Weil das war alles so unter sozialen Aktivisten and people who didn't have money. und Leute, die kein Geld hatten.
to my knowledge, I may be wrong about this, but to my knowledge, Vielleicht irre ich mich, aber soweit ich weiß, the organization has never had any funding other than workshops. hatte die Organisation niemals andere Geldquellen als Workshops. Certainly no federal money or no grants, Sicherlich keine staatlichen Gelder oder Förderungen, no foundation money, keine Stiftungsgelder, which is how organizations get funded, at least in the United States. wie Organisationen normalerweise in den Vereinigten Staaten finanziert werden. So Marshall would go wherever he was asked to go Marshall ging dann, wo immer er hingebeten wurde, and hoped that he got enough money from it to pay his expenses. und hoffte, dass er da genug Geld bekommen würde, um seine Ausgaben zu decken. And always sleep on people's couches or on their floors, Und er schlief immer bei Leuten auf dem Sofa oder auf dem Fußboden, as he did in my house. so wie auch in meinem Haus. We joked all the time because I had inherited my couch from my parents. Wir machten immer Witze drüber, denn ich hatte die Couch von meinen Eltern geerbt. So he always wondered what was dirtier, my couch or his sleeping bag. Und er fragte sich immer, was ist dreckiger, deine Couch oder mein Schlafsack? Because he would put his sleeping bag on top of on my couch. Weil sein Schlafsack dann auf meiner Couch landete. And he literally drove around the country. He bought a new car, which was the cheapest car he could find. Und er buchstäblich fuhr er im ganzen Land herum. Er hatte sich ein neues Auto gekauft, was das billigste Auto war, was er finden konnte. And would drive around the country from hundreds of miles apart where he was going. Und er fuhr dann hunderte von Kilometern durchs Land, To be there for whoever organized a workshop. um da zu sein für wer auch immer einen Workshop organisiert hatte. I remember his saying that once that he drove 200, 300, 400, 500 miles, I don't remember what, drove a long distance to go to a workshop. Ich erinnere mich noch, wie er mal sagte, nachdem er 300, 400, 500 Meilen, ich weiß nicht mehr genau, gefahren war, um zu einem Workshop zu gehen, That somebody had organized, den jemand organisiert hatte, and one person showed up. und eine Person kam. And that person didn't have enough money to pay whatever was asked of the workshop. Und diese Person hatte nicht genug Geld, um den erbetenen Betrag zu bezahlen. And that was not uncommon. Und das war nicht ungewöhnlich. At one point, Marshall was so in need of money that he had written his first book. No, it wasn't his first book. It was his first book on nonviolent communication. Einmal brauchte Marshall so dringend Geld, und er hatte sein erstes Buch geschrieben, aber es war nicht sein erstes Buch, es war sein erstes Buch über gewaltfreie Kommunikation. Called From Now On. Und es hieß Von jetzt an. To get money, he decided to see if he could sell his book. Und um Geld zu bekommen, entschied er sich mal zu sehen, ob er für dieses Buch Geld bekommen konnte. And went around from door to door in his neighborhood, Und in seiner Nachbarschaft ging er von Tür zu Tür asking people if they'd like to buy his book. und fragte die Leute, ob sie sein Buch kaufen wollten. But it only lasted about a half a day Das hielt für einen halben Tag an, because he saw the fear on people's faces when they came to the door, denn er sah die Angst in den Gesichtern der Leute, als sie zur Tür kamen, wondering who was knocking on their door, die sich fragten, wer klopft hier an meine Tür? as the neighborhood wasn't the safest of neighborhood. Weil das war nicht die sicherste Nachbarschaft. And he became so discouraged Und er war so entmutigt, that he gave up about a half a day. dass er nach einem halben Tag aufgab. And then for a while he drove cab. Und für eine Weile fuhr er dann Taxi. So here is a PhD in clinical psychology Also das war ein Doktor in klinischer Psychologie, driving cab. der als Taxifahrer arbeitete. And
he actually enjoyed doing that Und er hatte das eigentlich auch genossen, because he would practice and teach nonviolent communication to the people who were hiring him to drive them. denn er wendete dann die GFK an und lehrte die GFK den Leuten, die bei ihm im Wagen saßen. But I also remember him telling me one story that after he had driven for 12 hours on one day, Aber ich erinnere mich auch an eine andere Geschichte, dass als er einmal 12 Stunden lang gefahren war, he, driving home, er fuhr nach Hause was speeding and was stopped and ticketed. und auf dem Weg nach Hause fuhr er zu schnell und er wurde angehalten, bekam einen Strafzettel. And the fine was the entire amount that he had earned that day. Und die Strafe belief sich auf eine Summe, die genauso hoch war wie alles, was er an dem Tag verdient hatte. So it was years and years and years before there was sufficient money in the organization, and I haven't even said how the organization got formed yet. Das war Jahre und Jahre und Jahre bevor es genug Geld in der Organisation gab. Und ich habe ja auch noch gar nicht erzählt, was die Organisation ist. Before there was any sufficient amount of money for the organization or for Marshall. Bevor es genug Geld für die Organisation oder für Marshall gab. I remember him saying that for 3 or 4 or 5 or 6 years, Ich erinnere noch, wie er sagte, dass für 3 oder 4 oder 5 oder 6 Jahre he was earning about $5,000 a year, verdiente er ungefähr $5.000 im Jahr. which is very much below the poverty level. Und das ist sehr weit unterhalb der Armutsgrenze. But he did it. He went wherever he was asked. Aber er hat es gemacht. Er fuhr dorthin, wo immerhin er gebeten wurde. And then groups would slowly develop in different places that would then ask him to come back. Und dann formierten sich Gruppen in verschiedenen Orten, die ihn dann baten, wiederzukommen. But then there would be burnout too. Aber dann gab es auch einen Burnout. I organized twice a year for about 12 years. Für 12 Jahre lang habe ich ungefähr 2-mal im Jahr organisiert. And I did it alone, Habe ich, you organize his workshops. by myself. Habe ich alleine seine Workshops organisiert und, sorry, the last one. By myself. Yeah, then. What he wanted was for groups to form in each community Er wollte gern, dass sich in jeder Gemeinde Gruppen bilden, like Doc so wie Dach, that would be a community that would both practice and have him come to teach. die Gemeinschaften, die miteinander üben konnten und wo er auch wieder hinkommen würde zum Unterrichten. That didn't happen in Chicago, where I was living, Das passierte in Chicago nicht, da wo ich lebte, because I didn't want it to happen. weil ich es nicht wollte. Because I was so protective of the personal relationship that I had with him. Weil ich die persönliche Beziehung, die ich mit ihm hatte, so beschützen wollte. Because he would come and then spend 2 or 3 days at my house. Weil er immer kam und dann 2, 3 Tage in meinem Haus mit mir verbrachte. And I didn't want to share that. Und das wollte ich nicht teilen. And it was a mistake. Das war ein Fehler. After I stopped organizing workshops, nothing more happened in Chicago for about 5 or 6 years. Nachdem ich aufgehört hatte, die Workshops zu organisieren, passierte für 5 oder 6 Jahre lang erstmal gar nichts in Chicago. So in 1984, 1984
I was vacationing with Marshall in Sherman, Texas. Machte ich Ferien mit Marshall in Sherman, Texas. That's where he lived, and it was always a vacation for me to go down and spend 3 or 4 days with him. Dort lebte er damals und für mich war das immer ein Urlaub, dort ihn für ein paar Tage zu besuchen. And during that time, slowly an organization was beginning. In dieser Zeit begann langsam sich eine Organisation zu bilden. But nothing formal yet. Aber nichts Formelles. And we, myself and his wife at that time, Gloria, and a friend of hers, Und ich und seine damalige Frau Gloria und ein Freund von ihr went to Dallas, Texas, to a lawyer's office and incorporated into the Center for Nonviolent Communication. Wir sind zu einem Anwalt in Dallas, Texas gefahren und haben dort diese Organisation gegründet, das Center for Nonviolent Communication. I was one of the signers of the organization, the charter. Ich war einer von denen, die diese Vereinssatzung sozusagen unterschrieben haben. And Gloria is no longer involved. Gloria ist nicht länger involviert da drin. And her friend, who was the other signer, never was involved. Und der Freund von ihr war eigentlich nie involviert. But that was the beginning of the formal organization. Aber das war der Beginn der formellen Organisation. I remember as well going with Marshall once when I was in Sherman, Texas. Ich erinnere mich auch, dass ich mal mit Marshall in Sherman in Texas war. To a computer store. Wir gingen in einen Computerladen. Where he was wondering whether to buy a computer if that could help him keep all the names straight of the people who were in the classes that he taught around the country. Er fragte sich damals, ob er sich einen Computer kaufen sollte und ob ihm das helfen würde, die ganzen Namen zu verwalten von all den Menschen, die bei ihm Workshops genommen hatten. That's how poorly, how haphazard the organization was at that time, how chaotic. Also das zeigt, wie bescheiden und chaotisch die Organisation damals war. Then after it formally organized, Nachdem es sich dann formell geformt hatte, 3 years later, I got a letter asking me to please sign the notes of the 3 of the annual meetings of the board. 3 Jahre später bekam ich einen Brief, in dem ich gebeten wurde, die Protokolle der jährlichen Vorstandssitzungen zu unterschreiben. Meetings which had never happened. Vorstandssitzungen, die nie stattgefunden hatten. But were required by law. Aber sie waren vom Gesetz vorgesehen. So I signed the minutes for each Also of the habe first ich 3 years. all diese Protokolle unterschrieben. And then after that, Rita Herzog, and I don't know the whole history of this, but at some point, after those 3 years, she took it upon herself to make the board a real board. Also nach diesen 3 Jahren, ich kenne nicht mehr die genaue Geschichte, aber irgendwann dann hatte Rita Herzog das dann an sich genommen, diesen Vorstand, einen tatsächlichen Vorstand zu kreieren. And this was after I had stopped organizing. Das war, nachdem ich aufgehört hatte zu organisieren. And really taking a long break out of fatigue. Und hatte aus Erschöpfung heraus eine lange Pause mir genommen. And Rita then formed the board and actually sent me a letter asking me if I would resign. Und Rita hatte dann den Vorstand geformt und sie schrieb mir einen Brief und bat mich zurückzutreten. Because apparently she had gotten other people to actually work on the board. Offensichtlich hatte sie andere Leute gefunden, die tatsächlich im Vorstand arbeiten wollten. And I had no relationship
I knew who she was, but I had no relationship with Rita. Ich kannte sie zwar, aber ich hatte keinerlei Beziehung zu ihr. Along the way, there were attempts by Marshall to form an organization. Immer wieder gab es Versuche von Marshall, eine Organisation zu gründen. I remember some meetings in which he asked people from around the country to come to see if he could form an organization. Ich erinnere mich noch, dass er immer wieder Leute bat, zu Treffen zu kommen, in welchen eine Organisation formiert werden sollte. One happened in Oak Park, Illinois. Eins davon fand in Oak Park, Illinois. in Oak Park in Illinois statt. In about 1980. Es war ungefähr 1980. And we would meet for a couple of days. Wir trafen uns für ein paar Tage. But it's like any NVC workshop. Aber es war so wie jeder GFK-Workshop. The decision making is so difficult. Der Entscheidungsprozess ist so schwierig. About an agenda. Es geht um ein Tagesordnung. ein was? Tagesordnung. Tagesordnung, danke. We were trying to take up decisions about decision making and membership Wir and versuchten Entscheidungen zu treffen über Entscheidungsfindung und über Mitgliedschaft. Marshall insisted that everything be unanimous choice. All decisions be made unanimously. Und Marshall bestand darauf, dass alle Entscheidungen einstimmig getroffen werden sollten. Which, of course, in 2 days' time is just impossible to do. Was natürlich in 2 Tagen unmöglich war. And nothing then would happen for quite some time. Und dann passierte wiederum nichts mehr für eine ganze Weile. Until it incorporated, and then until yet 3 years later, Rita began the active board. Bis zu dem Zeitpunkt, als es sich dann formierte und wiederum 3 Jahre später Rita dann die tatsächliche Vorstandsarbeit aufnahm. Certification was like that too. Zertifizierung war auch so. At the beginning, Marshall wanted everyone to give away the process. Am Anfang wollte Marshall, dass jeder den Prozess weitergab. So anyone who came to a workshop who got excited, Also jeder, der zu einem Workshop kam und der das spannend fand, as you all know, wie ihr alle wisst, would then start teaching whatever they knew, diese Leute fingen dann an zu unterrichten, was auch immer sie wussten whatever level of personal development they had. und was auch immer sie für ein Level an persönlicher Entwicklung gerade hatten. Which raised all kinds of issues, of course, Und das brachte natürlich sehr viele Themen auf. about who was doing what and Darüber, wer machte hier was? was anybody authorized to do anything? Gab es irgendjemand, der autorisiert war, irgendetwas zu tun? What quality of training was being presented? Welche Qualität von Training wurde präsentiert? Etc. Und so weiter. But that's what Marshall wanted to begin with, was that this whole thing be given away. Aber so wollte Marshall beginnen, dass das Ganze einfach weitergegeben wurde. And resisted for years certification. Und jahrelang war er im Widerstand gegen eine Zertifizierung. And only in approximately 1990, Und erst ungefähr 1990, I don't remember the exact date, ich weiß nicht mehr genau das Datum, 89, 90, 91, one of those dates. so 89, 90, 91 herum. At one meeting that we had among trainers, among people who were training in San Diego, Da gab es ein Treffen von Menschen, die als Trainer das weitergaben in Santiago. did he say, "You're certified"? Er sagte, du bist zertifiziert. And that's how certification went for quite some time. So fand Zertifizierung für eine ganze Weile statt. Marshall said it was even a trouble understanding what certification was, Es war gar nicht so leicht überhaupt zu verstehen, was die Zertifizierung eigentlich war. because certification has a public meaning,
Weil Zertifizierung hat ja eine öffentliche Bedeutung. But what Marshall said, what it meant for him, Aber was Marshall sagte, was es für ihn bedeutete, was these are people I'm comfortable with. das sind Leute, mit denen ich mich wohlfühle. But it was haphazard of who got certified and who didn't. What? It was Aber es war, irregular. aber das war dann unregelmäßig, wer bekam die Zertifizierung und wer nicht. Zufällig. And of course, Ja. Something like random. yes, Yeah. yeah. Zufällig. So sometimes a person would come to an IIT, Manchmal kam eine Person zum IIT and at the end of the IIT, if for reasons that weren't obvious to anyone else, und am Ende des IITs, aus Gründen, die für niemand anders ersichtlich waren, a person might be certified. wurde eine Person zertifiziert. Susan Sky, whom many of you may know, Susan Sky, die wahrscheinlich viele von euch kennen, came to one early IIT, sie kam zu einem frühen IIT and one of the trainers got sick, und einer der Trainer wurde krank and it was her first experience with nonviolent communication. und es war ihre erste Erfahrung mit gewaltfreier Kommunikation And Marshall immediately promoted her to be one of the trainers. und Marshall beförderte sie sofort, eine der Trainerinnen zu sein. So there was discomfort, quite a bit of discomfort among trainers So unter den Trainern gab es da schon ein Unwohlsein, about how one became a trainer then. darüber, wie man eigentlich Trainer wurde zu dieser Zeit. And there was pain regarding that too. Und es gab auch Schmerzen darüber. If one is a favorite of Marshall, then Ob jemand Marshalls Liebling ist. and particularly women were subject to a lot of talk as to whether they got certified because of their relationship with Marshall. Und vor allem Frauen wurden dann ein Subjekt, wo man darüber geredet hat, ob sie jetzt zertifiziert wurden wegen ihrer Beziehung zu Marshall. Which was very painful, Das war particularly to the women who were certified. Das war sehr schmerzvoll, vor allem für die Frauen, die zertifiziert wurden. So at some point, it was a combination of the organization being developed Also ab einem bestimmten Punkt war es eine Kombination, einerseits die sich entwickelnde Organisation, slowly developed, sehr langsame Entwicklung, and trainers' request and strong suggestion und Trainer, die darum baten und vorschlugen, that the certification process be taken away from Marshall. dass der Zertifizierungsprozess Marshall aus den Händen genommen wurde. And at some point he agreed. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt stimmte er dem zu. That's just a little bit of the history of the involvement. Das ist ein bisschen was von der Geschichte dieser Entwicklung. Now, with that, I want to pause and see if you have questions or. Hier möchte ich pausieren und sehen, ob ihr Fragen habt. It's very satisfying for me to talk about all of this, but I have no idea what. Für mich ist es sehr befriedigend, über all das zu sprechen, aber ich weiß natürlich nicht, was bei euch vor sich geht. What your level of interest is. Wie sehr euch das interessiert. I actually have a question. Yes. Ich habe eine Frage. You said in the beginning it was not about connection, but about addressing your own experience and speaking from there. Yes. Du hast gesagt, am Anfang ging es nicht so sehr um Verbindung, sondern um die eigene Erfahrung und von dort aus zu sprechen. Why would that be a good thing if not for connection? Warum wäre das denn was Gutes, wenn nicht für die Verbindung? Well, the thought was, of course, that if one would make good connection by doing this. Der Gedanke dahinter war, natürlich, wenn jemand eine gute Verbindung herstellte dadurch, dass man das machte,
But that's very different than having the principle of connection being the orientation for the practice. Also der Gedanke war, natürlich würde eine gute Verbindung entstehen, wenn man das machte, aber Verbindung herstellen war nicht eins der Leitprinzipien, nach denen man sich ausrichtete. At least that's my understanding Das of ist it. mein Verständnis davon. I'm still not getting it, but maybe somebody else can explain it to me. Ich verstehe es noch nicht ganz, aber vielleicht kann es mir jemand anders erklären irgendwann. Ich habe verstanden, dass es Marshall am Anfang darum ging, I understood that for Marshall in the beginning it was important Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. to take responsibility for one's actions. Right. And how to express what goes on inside without blaming. Yes. Und correct. auszudrücken, was in sich vorgeht, ohne Schuld zuzuweisen. It really evolved. It has in the same way that the concept of needs was not there for the first 20 Das years. entwickelte sich tatsächlich, genauso wie das Konzept der Bedürfnisse am Anfang gar nicht da war. His whole understanding of what nonviolent communication was, Sein ganzes Verständnis darüber, was die gewaltfreie Kommunikation war or what he was trying to say, oder was er versuchte zu sagen, evolved. auch das entwickelte sich. That's how every once in a while I would, Gloria would report, I knew his second wife for the 18 years that they were married. Ich kannte seine zweite Frau für die 18 Jahre lang, die sie verheiratet waren. Gloria would jokingly say that Marshall would come out of his office and exclaim, "Here, I've got it," and it would be a change of 2 words. Gloria erzählte, dass es passierte, dass Marshall aus seinem Büro stürmte und ausrief, jetzt habe ich's. Und dann war es tatsächlich eine Änderung von 2 Worten. So it's been an evolving. One thing that I remember for several national meetings or meetings of trainers. Every time that I was in a meeting with Marshall, Jedes Mal, wenn ich in einem Treffen mit Marshall war, ein Trainertreffen, among trainers, even before they were certified, Trainer selbst bevor es diese Zertifizierung gab, he would begin the training dann begann er das Training, by saying, damit dass er sagte, I really don't know what it is. ich weiß wirklich nicht, was es ist. There was always, and then he would invite people to say what it is. Und dann lud er Menschen ein, zu sagen, was es war. So that there was always a trying to understand what this magical thing was that happened between people. Also es war immer der Versuch zu verstehen, was dieses magische Etwas war, was zwischen den Menschen entstand. That was the aim of whatever he was trying to teach. Was das Ziel war, von was immer er auch lehren wollte. Even the last meeting that I had was in with him in 2008. Selbst das letzte Treffen, das ich mit ihm hatte, 2008, The same question was there. war die gleiche Frage im Raum. I really don't understand Ich verstehe wirklich nicht, what this thing was is. dieses Ding ist. What do you think it is? Was glaubt ihr, was es ist? Yes. Kannst du ein bisschen erläutern, wie die Listen der Gefühle und Bedürfnisse entstanden sind und wie diese Listen vielleicht mit der psychologischen Community abgestimmt wurden? Can you explain a little bit how the lists of feelings and needs developed and how they were maybe even connected to the psychological community, if there were some checking with each other? First about the psychological community and then about the list. Zunächst über die psychologische Gemeinschaft.
When Marshall began his clinical practice, Als Marshall seine klinische Praxis begann, he was interested in connecting with the formal psychological community. war er interessiert daran, sich mit der formellen psychologischen Community zu verbinden. So he did the things that was necessary to become a diplomate. Is that the term, Jim? Tat die Dinge, die notwendig waren, um ein Diplomat zu werden. Ist das der richtige Ausdruck? With the American Psychological Association, Mit der Verbindung der amerikanischen Psychologen. which was their highest level of membership. Und das war deren höchster Status von der Mitgliedschaft. But he was never interested in participating in that community. Aber er war eigentlich nie interessiert daran, in dieser Gemeinschaft teilzunehmen, sich And einzubringen. he's never had a faculty position, Er hatte nie eine Position einer Fakultät, except for an occasional course that he was hired to teach at a local school, at a local university. abgesehen von einem gelegentlichen Kurs, den er in einer lokalen Universität unterrichtete. So, beyond the first few years, he was not connected to the professional community, Also nach den ersten Jahren war er nie verbunden mit einer professionellen Gemeinschaft. and still isn't known to the professional community in the United Und States. er ist in der professionellen Community in den Vereinigten Staaten immer noch nicht bekannt. So, for instance, if you look at any book on psychotherapy practices, Beispielsweise, wenn du dir irgendein Buch nimmst über psychotherapeutische Praxis, schools of psychotherapy, Schulen von Psychotherapie, there's no mention da ist er nicht erwähnt. of nonviolent Die communication. gewaltfreie Kommunikation wird nicht erwähnt. Even in one that I know about is in 1992, Raymond Corsini had a book called Current Psychotherapies. Selbst ein Buch, das ich kenne, 1992, what's his name? Raymond Corsini, Raymond Corsini schrieb ein Buch, der Titel war, the title was? Current Psychotherapies, Gegenwärtige Psychotherapie. in which chapters would be devoted to different schools. Und da gab es Kapitel, die verschiedenen Schulen gewidmet waren. But he named in the introduction all the schools of psychotherapy that he knew about that were published. Aber in der Einleitung erwähnte er alle psychotherapeutischen Schulen, die ihm bekannt waren. And there was an article that I wrote in which I then wanted to refer to this. Und ich schrieb einen Artikel, in dem ich mich darauf beziehen wollte. So I counted them all. Also zählte ich sie alle. There were 241 schools that he identified. Er identifizierte 241 verschiedene Schulen. The book was only about 12 of those. Das Buch beschäftigte sich nur mit 12 davon. But Marshall wasn't mentioned in there. Und Marshall war da drin nicht erwähnt. Rogers was. Rogers was, yes. Rogers war erwähnt. Genlin was. Genlin auch. Right. Those are major figures, but they're major because they came primarily because they came out of academic institutions. Und das sind Hauptpersonen, aber hauptsächlich deswegen, weil sie aus akademischen Institutionen kamen. Where people write and then get students. Wo Menschen etwas schreiben, sie bekommen Schüler, Studenten. And there's research done. And do research and get grants to do research for the students' dissertations. Gehen in die Forschung und bekommen Förderung für die Dissertationen der Studenten. And that's how information is spread in the professional community. Und so wird die Information in der professionellen Gemeinschaft weitergegeben. Is that a fair description, Ist Jim? das eine treffende Beschreibung, Jim? I met Jim Ich traf Jim at Changes in der Gruppe Changes in about 1972. ungefähr 1972.
And Jim is a clinical psychologist graduating from the University of Chicago. Und Jim ist klinischer Psychotherapeut aus der Universität von Chicago. And did his dissertation research Seine Forschung seiner Doktorarbeit schrieb er on the relationship of, and it had to do with both focusing and nonviolent communication. Seine Doktorarbeit beschäftigte sich sowohl mit gewaltfreier Kommunikation als auch mit Focusing. I'm not a clinical psychologist. Ich bin kein klinischer Psychotherapeut. That's why I'm referring to some of these Deswegen information to Jim. beziehe ich mich auf diese Informationen von Jim. But when the first organizing happened, it inspires me to say, when the first organizing happened, Als die erste Organisation begann, what would happen is that I organized a workshop, and then it's the way workshops get organized, and then somebody from that workshop organizes another. dann passierte Folgendes. Ich organisierte einen Workshop und dann jemand aus diesem Workshop organisierte einen weiteren Workshop. Das war die Art, wie die Workshops ins Leben kamen. And then Jim's wife, who was the director of a social organization, Und dann kam Jims Ehefrau, die social agency, Leiterin einer sozialen Organisation war. organizes a workshop for her staff. Sie hatte dann einen Workshop für ihr Team organisiert. And then somebody from that tells a friend who organizes. Und jemand von da erzählt es dann wieder einem Freund und der organisiert wieder was. It's about the list. Die Lists. Oh, the list. Die Liste. Thank you, thank you. Well, there's always been a list of feelings Es gab immer schon eine Liste von Gefühlen from Marshall. von Marshall. He's the only one that I know who has developed that list. Er ist der Einzige, den ich kenne, der so eine Liste entwickelt hat. But the list of needs, of course, that didn't come about until about somewhere in the 1990s. Because Die Bedürfnisliste gab es natürlich nicht bis ungefähr irgendwann in den 90er Jahren, because the concept hadn't developed yet. weil es das Konzept noch nicht gab. And I still use Marshall's list, Und ich benutze seine Liste immer noch. but it's very sparse. What is sparse? Right, not very Es ist many. sehr knapp, eine sehr knappe Liste. There are only about, I would guess there are only about 20 needs that are listed. Ich würde sagen, da gibt es ungefähr nur 20 Bedürfnisse drauf. And then other trainers would expand the list or develop their own. Und andere Trainer haben diese Liste dann erweitert oder eine eigene Liste angelegt. I mean, this entire thing has been a grassroots development Es ist wirklich eine Graswurzelentwicklung. with people taking on areas of their interest Menschen, die sich Bereichen aus ihrem Interesse zuwenden, just because it needed to be done, and einfach nur weil es getan werden musste. there wasn't any, and Marshall hadn't attended to it yet, Und Marshall hatte sich darum noch nicht gekümmert. which created a lot of problems, Das hat auch viele Probleme kreiert as well as a lot of development. und auch viel Entwicklung. So the current, I was instrumental in, one thing that I was interested in is after the website was developed, Etwas, was mich interessiert hatte, nachdem die Webseite ins Leben kam, I got together with one other person, with one other trainer, habe ich mich mit einem anderen Trainer zusammengetan. and we both had the idea, how come all of our trainings aren't listed on the website? Und wir hatten den Gedanken, warum gibt es eigentlich nicht On- alle unsere Trainings auf der Webseite? Only Marshall was listed. Nur Marshall war auf dieser Webseite. So I contacted, she was a website developer, Sie war eine
eine Website-Entwicklerin and I contacted all the senior trainers at that time und ich kontaktierte alle Trainer, die es zu der Zeit gab, and asked them if they would volunteer to give X amount of money so that we could hire somebody to develop that part of the website. und ich fragte sie alle, ob sie bereit wären, einen Geldbeitrag beizusteuern, damit wir jemanden anstellen konnten, der diesen Teil der Website entwickelte. And we didn't have any endorsement from Marshall for that. What is endorsement? Rückendeckung oder Wir hatten keine Zustimmung von Marshall dafür. We just did it. Wir haben es einfach gemacht. And the lists that are on the website Und die Listen, die auf der Webseite sind, of needs and of feelings, wie, Gefühle und Bedürfnisse, some trainers put that on there. irgendwelche Trainer haben das dahingestellt. That's not a list that was, the feeling list is from Marshall. Well, no, that's not even correct. Nicht einmal die Gefühlsliste ist wirklich von Marshall. The feeling list was put on by someone, I don't know whom. Die Gefühlsliste wurde von jemandem darauf gestellt, ich weiß nicht von wem. The need list was put on there by someone, I don't know whom. Die Bedürfnisliste wurde von jemandem darauf gestellt und ich weiß nicht von wem. When I use needs list, which I don't always use, Wenn ich die Bedürfnisliste benutze, was ich nicht so oft mache, I like Susan Sky's list, and so I hand that out. mag ich die Liste von Susan Sky, die gebe ich dann raus. I refer people to the website, Ich weise Menschen auf die Webseite hin and I always give out Marshall's list too. und ich gebe auch Marshalls Liste raus. And then I say, of course, none of these are comprehensive. Und dann sage ich, natürlich ist keine davon comprehensive, vollkommen. Yeah, are the total thing, Ja, all inclusive or so. Does that respond to your question about the list? I mean, a lot of the organization has developed like that, sehr viel der Organisation hat sich auf diese Weise entwickelt. where people would become frustrated because there wasn't any leadership from Marshall regarding it. Und die Menschen waren frustriert, denn es gab keine Führung von Marshall. But I also know Marshall was incredibly swamped all the time. You're using so many words. Oh. Überwältigt, ja. I felt this was the meaning, but I wasn't sure. Right, okay. Also Marshall war auch zeitweise total überschwemmt davon, überwältigt. Overwhelmed. Ja. Right. With training, which was his principal interest, and also developing an organization Mit den Trainings, die ja sein vorrangiges Interesse waren, und gleichzeitig auch eine Organisation zu gestalten, that had never been developed before, eine Organisation, die zuvor nie entwickelt wurde. consistent with the understanding of nonviolent communication. Die mit dem Verständnis von der gewaltfreien Kommunikation einherging. So people would take different aspects and push them forward, Menschen nahmen sich also bestimmte Aspekte heraus und brachten die weiter. and there would be some organization that developed then for that task or that area of Und interest. für diesen Bereich oder diese Aufgabe entwickelte sich dann eine Organisation drumherum. And maybe it continued because of inertia. Aber what? Trägheit. Und it continued or didn't continue. It can, Momentum. pardon me? Momentum. Because of no, it just stayed in place because nothing else Or it happened. didn't continue. So it wouldn't happen. It did continue, got organized, and it wasn't according to with any endorsement from Marshall, but it continued to exist because there was no effort to take it back or to correct it. Also das lief dann vielleicht einfach so weiter, weil es keine Bemühungen gab, es irgendwie anders zu machen oder es wieder zurückzunehmen, selbst wenn es nicht mit Übereinstimmung mit Marshall war.
So Marshall never approved, to my knowledge, of the trainers listing all the trainings on the network. Soweit ich weiß, hat zum Beispiel Marshall nie zugestimmt oder das so abgesegnet, diese Liste von Trainern und Trainings auf der Webseite. But clearly a need was there for that. Aber offensichtlich gab es dieses Bedürfnis danach. And the task force on education, which Sarah Hart was the principal developer of. Und der Bereich der Bildung, wo Sarah Hart hauptsächlich aktiv war, She called together at some point a meeting of all the trainers who were interested in education. Irgendwann hat sie ein Treffen einberufen von allen Trainern, die sich für Bildung interessiert haben. And Marshall came. Marshall kam. And then he would direct it as much as possible, but that's where there is some momentum to have the thing take place, whether Marshall endorsed it or not. Also er würde das dann so gut er konnte lenken, aber das würde dann einfach so laufen, ohne dass, ob er das jetzt absegnete oder nicht. So in the beginning, well, it might still be that way. Am Anfang, naja, vielleicht ist es auch immer noch so. A lot of the organization came about without Marshall's specific endorsement. Entstand viel der Organisation ohne Marshalls eindeutige Zustimmung. An example of how Marshall was overwhelmed. Ein Beispiel davon, wie überwältigt Marshall war. I hadn't seen him for 2 or 3 or 4 years. Ich hatte ihn 2, 3, 4 Jahre lang nicht gesehen. And he was giving a workshop about 3 hours away from Chicago. Er gab einen Workshop ungefähr 3 Stunden von Chicago entfernt. So I drove up there for the introductory evening. Ich bin dann dahin gefahren für den Einführungsabend. And then went to his room afterwards so that we could talk and reconnect. Ich ging dann danach in sein Zimmer, damit wir reden konnten und uns wieder verbinden konnten. And then we talked for a couple of hours. Wir haben ein paar Stunden geredet. It was about midnight. Es war dann ungefähr Mitternacht. And I said, "All right, you're tired, and I am too, and I'm going to drive home." Und ich sagte dann, ja, du bist doch müde und ich bin es auch, also ich werde jetzt nach Hause fahren. And only then did he say, "Yes, and I've got about 2 hours of emails to go through." Und Yeah. erst dann sagte er, ja, ich habe noch so 2 Stunden E-Mails zu tun. As an example of how much he was attempting to carry. Als ein Beispiel davon, wie viel er versucht hat zu tragen. So when we got together at this one meeting in Albuquerque in 2008, Als wir uns trafen zu diesem einen Treffen in Albuquerque in 2008, I remember that I expressed, because complaints always came out at meetings too, and frustrations and pain da came gab es out. natürlich auch immer viele Beschwerden und Frustrationen und Schmerzen, die sich ausdrückten in diesen Treffen. About the lack of communication and the lack of organization. Über den Mangel an Kommunikation und den Mangel an Organisation. And I remember I expressed some sadness and pain about not knowing what was going on with the board. Und ich drückte meinen Schmerz und meine Traurigkeit darüber aus, dass ich nicht wusste, was im Vorstand vor sich ging. And I remember that Rita at that time was she just resigned from the head of the assessors group. Rita war gerade zurückgetreten als Sie ist jetzt sie ist jetzt zurückgetreten. Rita, die gerade zurückgetreten ist als führende Assessorin. She said, she told the group, she told me and the group, I think, that it had been 2 years since she had seen Marshall. Sie sagte mir dann bei diesem Treffen,
dass es 2 Jahre her war, seit sie Marshall das letzte Mal gesehen hatte. And I think about that amount of time in which she had had any communication back from him. Und ungefähr genauso lange, dass sie keine Antwort von ihm erhalten hatte. This is in 2008. Yes. Das war 2008. And Marshall, to my surprise, Und überraschenderweise, when I said how sad I was about so little contact with the rest of the, I don't remember what it was, with the organization, with the board, I don't remember what it als was. ich sagte, wie traurig ich war über den mangelnden Kontakt, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es zum Vorstand oder zur Organisation war, Marshall immediately responded, not with empathy, antwortete Marshall sofort, nicht empathisch, and said, I feel the same way. und sagte, so fühle ich mich auch. That he felt he didn't have any connection with what was going on in the organization. Fühlte das either. auch, dass er keine Ahnung hatte, was da los war in der Organisation. Yes. I'd like to add a piece to one of your stories. Ich Yes. möchte etwas zu einer Geschichte noch hinzufügen. Because I think Marshall had talked to me about this story where he drive a long way to a place and meet one participant. Right. Denn Marshall hat auch mit mir über diese Geschichte gesprochen, wo er einen langen Weg auf sich genommen hat zu einem Workshop, wo dann eine Person da war. And he has told me this when I complain how difficult it is to get enough participants to make a workshop. Und er hat mir das erzählt, als ich mich darüber beschwert hatte, wie schwer es ist, genügend Teilnehmerinnen zu finden für einen Workshop. And he always said, no matter how few sign up, make the workshop. Und er sagte zu mir, egal wie viele sich anmelden, mach den Workshop. Because this one person who showed up in that event, Denn diese eine Person, die da war, Marshall told me that this person arranged another workshop a year later with 300 participants. diese Person hat ein Jahr später einen Workshop mit 300 Teilnehmern organisiert. I don't know if he made it more beautiful for me or if it's the same story. Ich weiß nicht, ob er für mich die Geschichte irgendwie schöner ausgeschmückt hat oder ob es die gleiche Geschichte ist. And I like this commitment. Ich mag dieses Commitment, diese Verpflichtung. This has been a long time. I have a question. I remember that in the late 90s, Christa Morf came back from workshop with Marshall, very excited. Now it's about social change. Ich erinnere mich noch in den späten 90ern, wer? Christa Morf ist eine Trainerin aus der Schweiz, die jetzt in Hawaii lebt und schon älter ist. So, sie kam zurück von einem Training und sagte, ja, jetzt geht es um sozialen Wandel. And I wonder, did you or are you aware how this developed? Because I can imagine that this was something that was important for him for a long time. Kannst du was darüber sagen oder bist du dir bewusst, wie sich das entwickelt hat? Denn ich glaube, das war etwas, was Marshall die ganze Zeit schon sehr wichtig war. And it was only late in the development that he came up with. Und es war erst sehr spät in der Entwicklung, dass es wirklich dazu kam. I have my worksheets from the very first workshop that I was in. Ich habe noch meine Arbeitsblätter von dem allerersten Workshop, den ich genommen habe. And some of them I have never seen, some of them show a development that I've never seen since. Und manche davon zeigen eine Entwicklung, die ich seitdem nie wieder gesehen habe. But very early, the first couple of years, he was thinking in terms of social change. Aber sehr, sehr früh, schon in den ersten Jahren, dachte er schon in sozialen Wandel. And I vaguely remember something like 3 levels of 3 stages of development, the last of which was for social change. Ich erinnere mich noch vage an 3 Stadien der Entwicklung, von denen der letzte dann der soziale Wandel war. But it must have been, I wouldn't guess that it's about 20 years later
that he actually had a workshop on social change. Aber es muss ungefähr 20 Jahre später gewesen sein, dass er dann tatsächlich einen Workshop zum sozialen Wandel hatte. Because there's so much interest in Yeah. personal development. Weil es so viel Interesse an persönlicher Entwicklung gibt. Mhm. Du wolltest auch. Ja, ich kann auch noch warten. I heard from another trainer when she asked Marshall about the name nonviolent communication. Right. Ich hörte von einem anderen Trainerin, als sie Marshall über den Namen gewaltfreie Kommunikation befragte, That he chose it because he really wanted to be invited to places where it was about actual violence, like prisons and other places. dass er den Namen gewählt hatte, auch weil er eingeladen werden wollte an Orte, wo es tatsächliche Gewalt gab, so wie Gefängnisse zum Beispiel und andere Orte. What's your perspective of what you experienced around that? Was ist deine Erfahrung damit? I don't remember. Ich erinnere mich nicht. I do know that he got so much negative feedback to nonviolent persuasion. Ich weiß noch, dass er so viel negatives Feedback bekam auf den Titel gewaltfreies Überzeugen. That negative feedback was an impetus to make a change. Dieses negative Feedback war der Anlass, den Namen zu ändern. I always thought that he came to nonviolent communication, well, that it was an evolvement from, it was an evolution of nonviolent persuasion. Ich dachte immer, dass der Name gewaltfreie Kommunikation eine Entwicklung war von dem gewaltfreien Überzeugen. But I don't remember Aber ich erinnere mich nicht, hearing that story. dass ich diese Geschichte gehört habe. Wasn't it compassionate communication at some point? War es nicht auch mal mitfühlende Kommunikation? Well, it's always, people would refer to it as compassionate communication, and sometimes he would too. Manche Menschen nannten es so und er nannte es auch manchmal so. And still is. I mean, that's the name of many groups instead of nonviolent communication. Immer noch nennen sich manche Gruppen so anstatt gewaltfreie Kommunikation. In the attempt to make it a positive word as opposed to a negative word. In dem Versuch, ein positives Wort zu benutzen anstatt eine Negation. Call it a night? Ja, ich hätte noch eine Frage, die an die Anfänge zurückgeht. I have a question concerning the very beginning. Du hast erwähnt, und ich wüsste gerne deine persönliche Einschätzung, wie du die Situation erlebt hast. I'd like to hear your personal estimation, how you personally experience the situation. Du hast einerseits Marshalls Wunsch vermittelt, dass seine Organisation das widerspiegeln möge, was in der gewaltfreien Kommunikation, was die gewaltfreie Kommunikation zum Leben beitragen möchte. You talked about Marshall's wish that the organization might Walk the talk. that the organization represents what was so important for him with nonviolent communication. Und auf der anderen Seite zu hören, dass schon in ganz frühen Jahren sehr viel Schmerz und bei der Wahl der Trainerin. At the same time to hear that in early years already there was a lot of pain, for example, in the choice of the trainers, around the choice of the trainers. Und ich glaube, wir haben heute immer noch diese systemische Verstrickung, dieses Schmerz und gleichzeitig den Wunsch zum Leben beizutragen. And I guess today we still have this systemic entanglement around the pain on one hand, on the other hand wanting to serve life. Right. Und
Und ich wüsste gerne deine Einschätzung, wie hast du Marshall erlebt, in diesem Widerspruch zwischen, den ich erläutert habe. And I would like to hear from you, how did you experience Marshall in this contradiction of these, what I just described? He said that he was spending half of his time putting out fires. Sagte, dass die Hälfte seiner Zeit damit verbrachte, Feuer zu löschen, Wherever he would be going. wo auch immer hinkam. Because people with the lack of an organization would go ahead and do something. Denn Menschen mit einem Mangel an Organisation würden einfach loslegen und Dinge tun. And then there would be discomfort among that group of people. Dann gab es Unbehagen in dieser Gruppe von Menschen. About who was doing what or who was... darüber, wer was machte. Who knew NVC and who didn't know NVC. Wer kannte GfK, wer kannte nicht GfK. Who was promoting and who wasn't. Who got the credit for organizing and who didn't. And that he was always putting out fires. Wer bekam Anerkennung dafür, dass man was organisiert hatte und so weiter. Und er hat immer Feuer gelöscht. Das ist der Blick von Marshall nach außen, den ich von ihm auch gehört habe. That is the Marshall's view to the outside that I also heard from him. Yeah, yeah. Und ich denke auch, oder meine Wahrnehmung ist, dass auch Marshall in sich sehr zerrissen war und dass es auch ein Teil seiner Person war, die sich da ausdrückte. My perception was that Marshall himself was torn inside, and that it was part of his person expressed in this. Und dahin ging meine Frage, was deine Wahrnehmung von Marshall ist, wo diese Spannung in Marshall. My question was towards this: what was your experience concerning this tension within him? I don't know. I didn't have a speculation as to what was happening within him about it. Ich hatte keine Spekulationen darüber, was in ihm passiert. I primarily thought he was always overwhelmed. Hauptsächlich habe ich eigentlich immer gedacht, dass er überfordert war. And did not want things to be organized if they weren't consistent with nonviolent communication. Und dass er nicht wollte, dass Dinge organisiert wurden, wenn sie nicht mit der GfK übereinstimmen. So he would resist endorsing anything. Also er war im Widerstand, irgendetwas zuzustimmen. And then people would go ahead and do it. Und dann haben Leute das einfach gemacht. And then he'd have to try to figure out what to do regarding that. Dann musste er sehen, wie er jetzt damit umgehen würde. So he didn't certify for years. Jahrelang hat er nicht zertifiziert. Because certification means publicly that people surrender their judgment of what they are receiving because the person is certified. So he didn't want to have... Denn die Zertifizierung bedeutet in der Öffentlichkeit, I didn't really understand it, that they are surrendering their judgment. They're surrendering their own evaluation of what they are receiving. Dass die Menschen ihr eigenes Urteil zurückstellen, nur weil diese Person zertifiziert ist. Because the person has the title Weil die Person diesen Titel hat. Certified. Zertifiziert. And he wanted everyone to have their own evaluation. Und er wollte, dass jede Person sich ihr eigenes Urteil bildet. To trust their own experience. Ihre eigenen Erfahrungen traut. So he wouldn't certify. Deswegen hat er nicht zertifiziert. And then finally, when he did certify, Und schließlich, als er dann zertifizierte, then he said, well, these are just the people I'm comfortable with. dann sagt er, naja, das sind einfach die Leute, mit denen ich mich wohlfühle. This has been a long time, and I've been very appreciative of your being willing to sit here and listen to. Das war jetzt schon eine lange Zeit und ich schätze eure Aufmerksamkeit und eure Bereitschaft, hier zu sitzen und zuzuhören. I'd like to add something. Ich möchte noch etwas hinzufügen. I'm Alan's wife, Ich bin Allans Frau
And it's been interesting to listen to him present this because Und es ist interessant für mich, ihm zuzuhören, wie er das präsentiert. I lived with some of these things as he would talk about them at home and experience them. Denn ich habe ja damit gelebt, wenn er darüber geredet hat und sie geteilt hat zu Hause. But obviously I'm not a trainer, so I haven't experienced some of the difficulties Aber he ich has bin with the organization. keine Trainerin und ich habe diese Schwierigkeiten selber nicht durchlebt, die es mit der Organisation gab. But I wanted you to know Aber ich that möchte, dass ihr wisst, the impact that I believe that Marshall's perspective still gives to people, as probably you know, but in the United States, dass der Effekt, den seine, sorry, I lost you a little bit, the impact that his perspective has on people, dass der Effekt, den seine Perspektive auf Menschen hat. the example for me is I graduated in college in 1973. Beispielsweise, ich schloss meine Universität ab 1973 and stay in touch with my college friends. und ich blieb in Kontakt mit meinen Mitstudenten. And one college friend Und ein Freund von der Uni has a daughter in Hawaii. has a daughter, A daughter in Hawaii, hat eine Tochter in Hawaii and another daughter who lives in a small state on the east coast of the United States. und eine andere Tochter, die in einem kleinen Staat an der Ostküste lebt, in den Vereinigten Staaten. And we discovered that they both were reading Marshall's book, the book. Und wir fanden heraus, dass diese beiden Marshalls Buch, das Buch lasen And found it helpful. und das hilfreich fanden. So that is all. I'll do one little more short story. Noch eine kleine Very Geschichte. short, very Sehr short. kurz. Just a little short story about my personal relationship and how much I enjoyed it. Eine kurze Geschichte über meine persönliche Beziehung und wie sehr ich sie genossen habe. So Marshall would come to town, and I would say immediately, Karen and I, can we have a session with you? Also Marshall kam in die Stadt und sofort sagte ich zu ihm, können Karen und ich eine Session mit dir haben. So as a joke, when I would go to visit them in Sherman, Texas, Also so als Witz, immer wenn ich sie besuchen ging in Sherman in Texas, with Marshall and Gloria, also Marshall und Gloria, I would walk in and I would say, so when do you want to have a session with me? ging ich rein und sagte, so, wann wollt ihr eine Sitzung mit mir haben? And they would immediately talk and figure out a time. Und sofort fingen sie an zu reden und eine Zeit auszumachen. To my complete surprise. Zu meiner Überraschung. And then we would have a session at some point during my visit with them, Und dann hatten wir auch eine Session zusammen, während ich dort war. which I was honored to be present for. Und es war eine Ehre für mich, für sie da zu sein. Thank you all. Danke euch allen. Ja, Allan, danke für die viele Zeit, die du uns heute noch geschenkt hast nach deinem Kurs. Thank you, Alan, for giving us so much of your time today, even after the workshop. Für mich war es eine Bereicherung, das zu lernen und For zu hören. me, it was very enriching to learn and to hear this. Und ich danke dir auch, dass du angeregt hast und zugestimmt hast, dass wir das aufnehmen können. And I thank you for inspiring this and also agreeing to this part of the program. And to be recorded. Und dass es aufgenommen wurde. Ah, dass es aufgenommen wurde. Okay. So aufgenommen, ja.
weil wir Anfragen von vielen Menschen hatten, könnt ihr das aufnehmen, es interessiert mich so sehr. Because many people made the request to record it Oh. because they were so interested in it. Mhm. Und ich habe vorhin vergessen zu sagen, es ist heute auch noch ein ganz spezieller Tag, And I forgot to mention this earlier, it's a special day today weil nämlich, ich glaube in 2 Stunden, I think in 2 hours ein Livestreaming von der offiziellen Trauerfeier zu Marshalls Tod stattfindet. there will be a live stream of the official mourning memorial of Marshall. So, das ist jetzt nochmal ganz speziell die Erinnerung heute von dir zu hören. So that is a very special memory to share with you tonight. Und Janne, vielen Dank, dass du heute auch noch Überstunden gemacht hast. Yeah, that was an honor for me too, and a pleasure. So, dann wünsche ich einen guten Nachhauseweg. Ich würde mir gerne wünschen von den Leuten, die heute im Seminar waren und noch da sind, ich habe es vergessen, vielleicht können wir noch ein Bild zusammen machen. For the request to make a picture with all the people from the workshop of today. Most of them wants to take renoviert und wir sind morgen in anderen Räumen. Wir sind in der Teestube morgen. Teestube. 2 Räume weiter. Ja. Morgen haben wir den Raum.